Das ist die Meraki Espresso Dual Boiler Espresso Maschine mit Brew by Weight, Grind by Weight, mit so vielen Funktionen, dass es kaum zu glauben ist, dass die Maschine dann am Ende als Dual Boiler nur 1.800 € kosten soll. Ist immer noch viel Geld, aber für diese Features ist es unschlagbar. Die große Frage nur, klingt das alles nur gut oder ist das auch gut? Und das habe ich in diesem Kurzvideo für euch zusammengefasst. Das ist das Kurzvideo zur Meraki, die wir über viele Wochen getestet haben. Übrigens nicht nur eine, sondern 2 Modelle, die wir auch gekauft haben und die wir gründlich getestet haben. Es gibt ein langes Video, wenn ihr also alles über die Maschine erfahren wollt, dann schaut im langen Video. Und es gibt auch eine englische Übersetzung dieses Videos, die ist ebenfalls unten verlinkt. Jetzt aber zu den Details und zu den Herausforderungen, den Spezifikationen und all dem, was uns gut gefällt und auch all das, was uns ein bisschen, stolpern lässt. Denn da gibt's auch einiges. Denn wie ihr vielleicht schon aus der Anmoderation entnommen habt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Es glänzt hier einiges. Wenn wir dann aber in die Nähe gehen oder an die Maschine herantreten und anfangen mit ihr zu arbeiten, merken wir, es gibt da ein paar Herausforderungen. Aber nähern wir uns langsam. Was haben wir hier für eine Maschine? Ein Dual Boiler mit Rotationspumpe, mit einem Brühboiler von 350 Milliliter und einem Dampfboiler von 550 Milliliter, die in so 10 Minuten aufheizen. Wir haben eine leise Maschine mit 57 Dezibel. Das ist auf jeden Fall ein guter Wert im Vergleich auch mit allen anderen Maschinen auf dem Markt. Sogar ein sehr guter Wert. Wirklich leise, richtig angenehm, der Sound. Der Wassertank fast rund 2 Liter. Die Tropfschale rund 650 Milliliter. Das sind alles gute Werte und das macht Spaß, damit zu arbeiten. Das ist absolut funktionell. Das ist aber ja auch nicht das Interessanteste an der Maschine, sondern das Interessanteste ist an der Maschine sind die ganzen Features, die sie uns bietet. Und jetzt fällt natürlich als allererstes auf, dass wir hier nicht nur eine Espressomaschine haben, sondern auch eine Mühle. Und die sollten im Idealfall gut zusammenspielen und sich nicht gegenseitig beschränken in der Qualität oder im Potenzial. Und da kommen wir zu einem echten Knackpunkt, welchen wir immer wieder antreffen, wenn wir versuchen, Espresso mit der Mühle zu machen. Und mit der Maschine natürlich. Aber die Mühle ist in diesem Fall das Nadelöhr. Der Grind-by-Weight-Prozess funktioniert sehr gut. Das bedeutet, wir stellen hier oben ein, wir wollen 18 Gramm Kaffee und die Mühle gibt uns dann 18 Gramm aus, weil hier unten eine kleine Waage integriert ist. Das funktioniert ausreichend gut. Durchschnittliche Abweichung von 0,2 Gramm. Top. Passt. Wunderbar. Macht Spaß. Das, was uns die Mühle dann allerdings rausgibt, das ist erstmal beschränkt durch den Mahlgrad. Und dieser Bereich ist relativ klein. In unserem Fall konnten wir für einige Espressos nicht grob genug gehen. Andere aus der Community berichten, dass sie für ihre Espressis nicht fein genug mahlen konnten. Um das zu ändern, muss man super kompliziert die Mühle aufmachen und diesen Bereich verändern. Eigentlich so kompliziert, dass das nicht handhabbar ist. Sprich, die Maschine ist gar nicht geeignet für alle Kaffees, für alle Röstungen, für alle Dichten, also die Zusammensetzung der Bohnen. Und das ist natürlich total problematisch. Noch problematischer wird es, wenn wir uns die Partikelverteilung angucken. Wir haben die Mühle auch im Rahmen unserer Mühlenmessungen und Mühlentests mit analysiert und gemerkt, diese Mühle hat so viele Feinstpartikel, so viele Grobpartikel, so ein großes Hauptpeak, einfach ein schlechtes Hauptpeak. Ein viel zu breites im Verhältnis zu fast allen anderen Mühlen und wir haben mittlerweile über 70 Mühlen gemessen, die wir gemessen haben. Und das ist wirklich schade. Also wir sind 300 bei einem Hauptpeak mit einer Breite von 350 und immer noch sehr vielen Feinsteinteilchen. Nicht gut und damit limitierend für die Maschine, die dann eigentlich eine gute Leistung liefert. Die Temperaturkonstanz ist solide, nach rund 10 Minuten Aufheizzeit sogar gut. Da haben wir eine schöne Standardabweichung. Wenn wir hier diesen beheizbaren Kopf auf 70 Grad erhöhen, dann können wir damit eigentlich guten Kaffee machen. Dann liefert die Maschine uns im Übrigen auch eine recht flexible Präinfusionseinstellung, wo wir wahlweise mit 3 oder 4 Bar bis zu 15 Sekunden Präinfusion einstellen können. Und dann ist das Ergebnis, was dort kommt, eigentlich gut, aber halt limitiert durch eine Mühle. Deswegen wir sogar hingegangen sind und mit einer externen Mühle gearbeitet haben und dann haben wir direkt gemerkt, dass das vom Potenzial her gut ist. Und nicht nur das ist gut, sondern auch das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Das hier ist eine kleine Waage und diese kleine Waage, die stoppt
die Brühung, wenn die Zielmenge in Gewicht hier unten in der Tasse sind. Die Waage wird jedes Mal tariert, wenn eine Tasse draufgestellt wird und wenn dann eben 40 Gramm Espresso in der Tasse sind, dann stoppt die Maschine. Und zwar sehr, sehr, sehr präzise, präziser als so ziemlich jede Volumetrik von Espressomaschinen, die wir bisher getestet haben und vor allem auch viel flüssiger im Bedienablauf als alle anderen integrierten Wagen. Die müssen kompliziert mit Bluetooth verbunden werden, die muss man immer wieder wegziehen, wenn man den Espresso laufen lässt. Aber hier, ja, das ist einfach clever gemacht. Das Wasser kann hier drauf tropfen, wird dann zur Seite abgeleitet und stört die Waage überhaupt nicht. Also da würde ich sagen, Meraki hat das richtig gut gelöst und damit einen echten Leuchtturm in Sachen Integration von Waage im Bereich Espressomaschinen geschaffen. Sollten sich einige Hersteller eine Scheibe abschneiden oder eben eine Waage abgucken. Die Dampfgeschichte ist ebenfalls gut gelöst. Da ist nicht nur ein Sensor unten in der Dampflanze, sondern auch, ja, wie die da performt insgesamt, was sie für eine Leistung gibt. Das ist auf jeden Fall gut, das ist sogar sehr gut. 40 Sekunden brauchen wir, um eine große Kanne hochzuheizen und schön zu schäumen, kraftvoll, eine gute Verwirbelung und eben dann mit einem Autostopp. Und je nachdem, wie wir die Positionierung da unten üben, können wir sogar fast automatisch steamen. Das ist auch möglich und die ganze Dampfgeschichte ist auf jeden Fall gut gelöst. Und da merken wir, da ist viel Potenzial drin in der Maschine, die dann aber eben teilweise beschränkt wird durch das ein oder andere, wie dann die Maschine am Ende gebaut ist. Gebaut ist ein gutes Stichwort. Gebaut ist sie zum Beispiel hier ein bisschen problematisch, denn dieser Siebträger, der löst sich nicht nur fast nicht, sondern wenn wir ihn lösen und gut hinhören, dann merken wir und hören wir, wie man Metall auf Metall reibt. Auf eine ganz unangenehme Art und Weise, so dass das Einspannen bei dieser Maschine nach vielen Bezügen immer noch keinen Spaß macht. Es gibt ein paar Siebträger, da geht das Einspannen nicht leicht, aber es fühlt sich nicht so an, als ob Metall auf Metall reibt. Und bei denen wird es dann immer einfacher mit der Zeit. Hier haben wir jetzt so viele Bezüge mitgemacht und auch mit dem zweiten Modell und es ist immer noch kompliziert. Das macht keinen Spaß. Das Zubehör ansonsten macht Spaß. Der Siebträger ist gut, die Siebe sind gut. Die sind im Übrigen super clever gelöst, weil unten diesen Doppelkopf, den können wir einfach abmachen und abnehmen und dann haben wir hier einen bodenlosen Siebträger. Ziemlich smart. Der Temper passt bündig rein, 85,5, hat einen Abstand von 0,4 Millimetern zum Rand. Auch das ist gut. Eine Station kommt mit dazu. Also ihr merkt schon, auch da wieder ein bisschen eine Diskrepanz zwischen vielem Guten und dann ein paar Sachen, die das Ganze runterziehen. Was für mich aber die Maschine mit am meisten runterzieht und ein echter No-Go ist, das ist die Reparaturfähigkeit. Wir hatten eine Maschine, die kaputt gegangen ist. Da ist relativ zügig ein sehr filigraner kleiner Plastikknüppel abgebrochen, der aber wichtig ist, damit die Mühle überhaupt funktioniert. Den mussten wir dann schon ein bisschen fixen im Nachhinein und dann hatten wir hier eben die Variante, dass wir den Mahlgrad verstellen mussten und so haben wir mal versucht, die Maschine aufzumachen. Und ich sage euch, diese Maschine wollt ihr nicht aufmachen. Die hat so viele Schrauben, die ihr lösen müsst. Die sind auch noch alle unterschiedlich, die sind versteckt. Unter dem Etikett! Nein. Warte, jetzt muss ich die Schweizer gucken hier aber machen. Nein, also nicht. Hey, unter dem Etikett jetzt auch nochmal eine Schraube. Unten drunter, unter den Füßen, das ist keine Maschine, die dafür gemacht ist, dass sie mal eben irgendwie repariert wird. Und ich würde sagen, der Reparaturaufwand bei dieser Maschine wird so groß sein, dass sich die Frage stellt, ist das überhaupt möglich und wer ist bereit, das zu machen und ist das verhältnismäßig? Es ist wirklich keine Maschine, die gebaut ist, repariert zu werden. Man kann sie sicherlich reparieren und die verwendeten Komponenten, die sind im Prinzip auch alle solide, aber durch die Art und Weise, wie das gebaut ist, wie das verschraubt ist, beschränkt die Maschine sich hier massiv selbst. Ja, und damit kommen wir eigentlich zu dem Ende schon fast von diesem kleinen Video, welches eine Zusammenfassung ist von unserem ausführlichen Video. Viel Potenzial, vieles, von dem der Markt doch lernen kann, aber hier durch einiges beschränkt, limitiert, im Potenzial. Einerseits eine Mühle, die Maschine im Ganzen runterzieht, die sie begrenzt, dadurch, wie sie Partikelverteilung ausgibt, dadurch, wie wir hier den Mahlgrad verstellen können. Andererseits mit dem ein oder anderen Bedienungsablauf, wie zum Beispiel diesem Einspannen des Siebträgers, aber auch den wackeligen Bedienelementen, dass sie insgesamt dann doch nicht so hochwertig wirkt, dass viel Plastik verbaut wurde, dass in unserem Fall auch hier in diesem metalligen Teil
einen Absprung von der Beschichtung bereits bei der Lieferung so vorhanden war. Das begrenzt dann wiederum das, was die Maschine insgesamt kann. Das ist die Meraki und sie lässt mich ziemlich zwiespältig zurück. Ich kann euch nicht empfehlen, die Maschine einfach so zu kaufen, wenn ihr nicht vielleicht schon eine Mühle zu Hause habt. Was die Maschine insgesamt mitbringt an Espresso-Performance und an Dampf-Performance, das ist gut und mit einer anderen Mühle macht es Spaß. Wenn man über die paar Sachen wegguckt, wie die Langlebigkeit der Maschine ist, das muss ich zeigen über die nächsten Monate und Jahre am Markt. Das sind unsere Gedanken eigentlich zu der Maschine. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, auch meine Diskussionen mit meinem lieben Testkollegen Michel, dann schaut doch im langen Video vorbei oder schaut in den Blogbeitrag. Da haben wir viele Messdaten nochmal für euch zusammengefasst. Aber das soll euch für diesen Moment eine Übersicht geben. Wenn euch diese Kurzformate auch gefallen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr nicht nur das Video liked und kommentiert, sondern vielleicht auch diesen Kanal abonniert. Dann kriegt ihr immer auch die Kurzzusammenfassung und somit knapp und zusammengefasst eben die Ergebnisse unserer Testberichte. Das soll es gewesen sein. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.